Hallo allerseits, wir sind mitten im Advent und deswegen male ich heute mit Aquarell Weihnachtskarten, genauer genommen Tannenbäume. Diese sind erstens schnell gemacht, zweitens ziemlich einfach und damit drittens bestens für Anfänger geeignet. Für die Umrisse habe ich einmal Washi-Tape aufs Papier geklebt und das hier ist das gleiche Washi-Tape einfach mit einer Schere aufgeschnitten. Du kannst natürlich auch dünneres Washi-Tape kaufen oder es so wie ich machen und die günstige Variante wählen. Als Farben nutze ich das, was ich hier auf meiner Palette habe und einen Rundpinsel. Und dann beginne ich, indem ich einmal hier das Papier nass mache. Ich verwende das Klassikpapier von Gerstika. Da bekommt man ziemlich viel Papier für ziemlich wenig Geld. Und dann gucke ich, dass es feucht ist, aber nicht Pfützen hat. Das sieht man hier so vielleicht ein bisschen, dass es so schimmert. Dann ist es genau richtig. Und dann gehe ich mal hier in mein Blau rein. Ich mache so einen Mix aus Blau, Türkis, noch mehr Blau und verteile die Farbe und schaue, dass ich einen guten Mix hinbekomme. Einmal aus den Farben, aber auch aus Hell und Dunkel. Und im besten Fall lasse ich auch noch ein bisschen Weiß zwischendrin. Aber das könnt ihr einfach völlig frei entscheiden, wie ihr das machen wollt. So. Und ihr seht, das ist ziemlich schnell gemacht. Ihr könnt die auch miteinander vermischen, wenn ihr wollt, oder vermengen. So, und das finde ich schon mal ganz gut so. Ich glaube, hier kommt noch mal ein bisschen mehr. Schaut, dass ihr die Ecken auch gut bekommt, damit ihr nachher eine schöne Form habt. So, dann hier nochmal mein Blau. Hier vielleicht noch so ein bisschen. Noch ein bisschen Dunkles hier hin. Und vielleicht noch so. Ja. So sieht das doch ziemlich gut aus, würde ich sagen. Und das war es auch schon erstmal. Das lasse ich jetzt trocknen. Und wir machen direkt mit Baum Nummer 2 weiter. Und den mache ich einfarbig. Und zwar mit meinem schönen, was ist das, Indantron-Blau? Irgend so ein schönes Königsblau, würde ich sagen. So, und dann mache ich erstmal wieder alles schön feucht. Da ist jetzt einfach schon Blau drin, das ist aber auch alles vollkommen in Ordnung. So, und dann gehe ich hier in mein Blau rein und ich gucke mal, dass ich das unten intensiver habe als oben. Also unten mehr Pigment, oben weniger. So, dann streiche ich das einfach mal ein bisschen nach oben aus. Richtig schön. Viel Pigment. So. Ja, oben vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Ich schaue einfach, dass ich so ein bisschen unterschiedliche Stufen an Blau habe. So. Ja, ich glaube, so gefällt mir das gut. Noch drin mal ein bisschen. So. Das lasse ich jetzt kurz antrocknen und dann gebe ich noch Wassertropfen drauf. Warum lasse ich es kurz antrocknen? Im Moment ist das noch zu feucht. Das heißt, das Wasser würde sich viel zu schnell verteilen und dann habe ich nicht die Effekte, die ich haben möchte. Dafür muss es ein bisschen angetrocknet sein. Was ich vorhin vergessen habe zu sagen, achtet darauf, wenn ihr das Washi-Tape aufklebt, dass ihr euch hier oben eine Spitze erhaltet. Sonst wird das ein Tannenbaum ohne Spitze. Also wenn jetzt alle Kleber oben übereinander kleben, dann hört der ungefähr hier auf und das sieht ein bisschen komisch aus. Also klebt es so, dass ihr einfach hier oben noch die Spitze habt, damit das nachher auch richtig schick aussieht. So, jetzt gucke ich mal. Hier ist immer noch recht feucht. Ich kann das ja mal testweise versuchen. Ich gebe meinen Pinsel ins Wasser. Dann
sprenkle ich mal so Wasser drauf. Und hier verteilt sich das schon noch ziemlich. Ja, ich glaube, es muss noch ein bisschen warten. Aber vielleicht noch so 10 Sekunden. 10 bis 30 Sekunden. Es lohnt sich, das vorher mal auszuprobieren, wenn ihr es noch nie gemacht habt. Einfach mal zu gucken, wie lange muss das trocknen, weil jedes Papier ist auch ein bisschen anders, damit man dann schöne Effekte bekommt. Zu lange warten ist nicht gut, dann kriegt ihr keinen Effekt, dann passiert nichts. Zu kurz warten ist auch nicht so gut, dann verteilt sich das alles und dann schwimmt das ganze Wasser auf dem Papier und ihr bekommt keine Effekte. Aber ich würde sagen, wir kommen dahin. So. Ja, das sieht doch schick aus. Sehr schick. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, das Wasser direkt drauf geben, dann gibt es größere Effekte. Das kann man also sehr gut auch ausprobieren. Oh, das war nicht so gut. Aber Fehler passieren, vor allen Dingen mir immer wieder. Und das ist gar kein Problem. Das tupfe ich einfach alles direkt wieder ab, als wäre nichts passiert. So, ein letztes Mal Wasser, weil es so schön ist. Und dann lasse ich das auch trocknen und wir kommen zu Weihnachtsbaum Nummer 3. Und bei dem habe ich mir gedacht, ich mache so ein ganz klassisches Motiv. Also einfach mal Streifen von links nach rechts. Und dann gibt es einfach die verschiedenen Farben drauf. Ihr könnt entweder vorher auch wieder das Papier feucht machen oder ihr gebt die Farbe einfach direkt drauf. Ich mache das gerne immer vorher ein bisschen feucht, dann verteilt sich das besser. So. Dann nehme ich mal hier mein Blau. Wenn das rübergeht und sich vermischt mit den anderen Farben, ist auch alles gar kein Drama. Sieht auch nett aus. So, und jetzt gehe ich mal hier in meinen Sandton, den hatte ich glaube ich noch gar nicht. Ja. Und dann fange ich einfach mal wieder vorne an, also mit meinem Türkis. Und dann kommt wieder das Blau. So. Das könnt ihr jetzt so belassen. Oder, das mache ich nämlich jetzt noch, ich mache mir jetzt noch so einen schönen Salzeffekt drauf. Dafür nehme ich mein Salz, ganz normales Haushaltssalz, und streue das hier nochmal drauf. Und das darf jetzt auch trocknen. Der erste Tannenbaum ist in der Zwischenzeit getrocknet. Und dann kann ich hier schon mal das Washi-Tape abnehmen. Das sieht doch schon ganz schick aus. Jetzt bekommt der Baum noch einen Stern. Dafür male ich einmal mit Strichen die 5 Zacken vor, damit ich ein besseres Gefühl habe, wo die so landen. Und dann male ich sie aus. Ihr könnt dafür auch einen dünneren Pinsel nehmen. Dann noch einen Stamm mit einem dunkelbraun. Auch hier, wenn ihr euch unsicher seid, malt ihn einfach vor. Zuletzt noch einen Stempel. Und zuletzt ein bisschen Gold. Bei mir kommt immer noch Gold drauf. Ich glaube, es gibt keine Weihnachtskarten von mir ohne Goldsprenkler. Aber ich mag sie einfach sehr.
Könnt ihr ja auch weglassen. Und fertig ist die erste Weihnachtskarte. Die zweite ist auch schon getrocknet und dann machen wir einfach das gleiche nochmal wie schon bei der ersten. Und wir kommen zum letzten Tannenbaum. Und auch hier wieder einmal das Washi-Tape ab. Und dann wird noch das Salz abgerubbelt. Und auch hier, ihr ahnt es vielleicht schon, gibt es einen Stern. Und einen Stamm. Und zuletzt Gold, Gold, Gold. Und so sehen die Weihnachtskarten fertig aus. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Zuschauen und wünsche frohes Malen.